WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute mit meinen Top 10 Flops aus Irland im Jahr 2018. Das sind die Whiskys, die ich dieses Jahr verkostet habe, ein Video dazu gedreht habe und eine schlechte Bewertung gegeben habe. Nun, das sind alles Sachen, die ich jetzt hier nochmal einfach für mich Revue passieren ließ und sagte, jupp, das ist meine Bewertung heute. Vielleicht in meine Bewertung ursprünglich war sie ein bisschen anders gelegen. Vielleicht habe ich doch irgendwo ein 3 gegeben, wo ich heute hätte ein 4 geben müssen und so weiter. Ist so, das ist heute, wie ich das so empfinde. Und ich fange einfach mit Nummer 10 an. Und das war einfach eine der größte Enttäuschungen überhaupt dieses Jahr, was Irish Whiskey anging. Das ist Jameson Bow Street, 18 Jahre alte Cask Strength. Also ich habe tief in der Tasche gegriffen, 180 Euro glaube ich dafür bezahlt. Heute kriegt man den für 120 Euro. Damals ging es sogar für 240 los dann in Irland. Wahnsinnig teuer. Und alles, was ich kriegte, war Grain Whisky, Grain Whisky, Grain Whisky. Eine Enttäuschung ohne Ende. Vielleicht werdet ihr es probieren und sagen, gar nicht so schlecht. Kann sein. Aber meine Erwartungen waren hier und was ich gekriegt habe, war hier. Und das war einfach nicht, was ich wollte. Und das war einfach mal schade. So, Nummer 9. Brothership, 10 Jahre alt, Irish American Blended Whisky. Ob man es wirklich Irish nennen kann, bin ich nicht sicher, denn 40 bzw. 60% kommt aus den Vereinigten Staaten. Rye Whisky zusammengemixt, denn dort mit Irish Whisky hat mir absolut nicht gefallen. Es gibt Leute, die gesagt haben, aber ich habe einfach vom Anfang an gedacht, ach, nee, meins ist es nicht, zu teuer und nicht das, was ich wollte. Ich will Irish Whisky und ich will kein Blended Hybrid-Zeug hier haben. Sorry. Nummer 8, meine nächste Enttäuschung war West Cork, 10 Jahre alte Single Malt Irish Whisky. Ich habe echt was Gutes erwartet und ich habe was nicht Gutes bekommen. Einfach mal ein Coolie. Nee. Holz am Ende, bitter, herb, absolut nicht das, was ich will. West Cork hat gelernt und hat viele Sachen dann abgefüllt, einfach mit Finishings, mit Sherry, mit Port, mit Rum und so weiter. Aber der 10 Jahre alt, sorry. Platz 7. Platz 7 bei mir ist DWD Heritage, Dublin Whiskey Distillery, Irish Whiskey. Whisky-Verkostung 738. Tina hat mir dieses Sample geschickt. Nochmal Dankeschön. Und was mich geärgert hat ohne Ende, war einfach, die haben diese alte Distillery-Name geklaut. Die haben einfach das übernommen, obwohl sie gar nicht mal richtig vorhaben, eine Distillery zu bauen und haben einfach diese schöne Namen von Dublin Whiskey Distillery, DWD, auf dem man verschiedene Embleme und Tafeln und so weiter überall in Irland sehen kann. Und plötzlich haben sie gesagt, wir wollen einfach das übernehmen. Also Trademarks sind abgelaufen, kein Problem, gehört uns jetzt. Hat mich geärgert. Nummer 6, Slane Triple Cask Irish Whiskey, Verkostung Nummer 594. Die Flasche habe ich teuer am Celtic Whisky Shop denn hier importieren lassen. Und das Zeug ist billiges Fusel, also furchtbar. Wahrscheinlich in 10 Jahren wird es in Slane gute Whisky geben. Die haben selbst eine Distillerie jetzt in diesem Schloss da reingebracht und die bauen das aus und die werden gute Sachen machen, hoffe ich. Aber das Zeug, diese Triple Cask war... Nee, also du nimmst einfach mal eine Jameson und der schmeckt besser als den Triple Cask. Leider. Nummer 5, eine große Enttäuschung für mich war ein Teeling White Burgundy Cask Nummer 10127. Der war ursprünglich nur für die Niederlande gedacht, aber ich habe ein Sample irgendwie bekommen. Und das war Whisky-Verkostung 657, also 657. Nö. Absolut nichts meins. Also keine Ahnung. Dieser weiße Burgunde war einfach mal... Nee, keine Ahnung. Also, sorry. Vieles von Teeling ist super, aber das war es nicht. So, Nummer 5. Auch das, muss ich einfach sagen, ist meinen Geschmacksrichtung nicht entsprechend. Tullamore Cider Cask Finish 921. Manche Leute mögen das. Also ich habe zum Glück nur ein halb Liter Fläschchen bekommen. Ach, furchtbar.
Whisky, der nicht Cidra schmeckt. Absolut nicht meins. Einmal im Jahr macht das denn hier To The More. Aber, nope, sorry. Meins ist es nicht. Irgendwie Irish Whisky sollte Irish sein und nicht irgendwie Apfelcidra. So ist das. So, Hyde Number 7, President's Cask, 1893. Ich habe so hohe Erwartungen. Ich mag Hyde und bisher waren alle Hydes gut. Dieses war es nicht. Und ich habe echt lange herumgerätselt, bis endlich Didi mir erzählt hatte hier vom Albe, das wurde denn von dort von jetzt hier unserer Jungs in Westcork produziert. Abgefüllt, produziert, gefinisht da und das ist der Grund, warum ich sagte, das ist aber nicht, was ich wollte. Also furchtbar, nein, bloß nicht, schade. So, hoffentlich werden Sie auf andere Sachen auch zugreifen können in der Zukunft oder lernen, anders den zu finishen, keine Ahnung. Nummer 2, meine zweitgrößte Enttäuschung des Jahres war, ich ärgere mich, dass ich das verkehrt gemacht habe. Ich habe die Führung in Teeling gemacht. Und ich habe einfach die Distillery Only mitgebracht, was der Chestnut Finish war. Also das ist jetzt hier Kastanienholz. Das Zeug war grässlich, grauenvoll, furchtbar und schlimm. Hätte ich bloß einfach ein Sample im Shop gehabt und gesagt, hätte ich bestimmt was anderes gekauft. Aber ich dachte, Chestnut Finish klingt gut, Distillery Only muss sein. Und die experimentieren manchmal zu viel, aber hey, Touristen kann man alles verkaufen, nicht wahr? Siehe da war ich doof. Also, das war Whisky-Verkostung 812. Und der schlimmste Whisky in diesem Jahr, das ist echt interessant, bei Whisky Dodo hat er seine 7 beste Whiskys, war das auf Platz 7 als seine 7. beste Whisky des Jahres. Und bei mir landet es auf Platz 1 als der schlechteste Whisky des Jahres, ist Kilbeggan 7 Jahre alte Single Malt Distillery Only. A handful. Ich habe selbst abgefüllt. Er war nur wenige Tage später denn da. Aus dem gleichen Fass hat er auch abgefüllt. Wir haben identische Whiskys und beide sagen, naja, der war nicht so gut. Ich sage, der war schrecklich. Er sagt, aber der Erlebnis, das von einer Handful. Ich sage, ja, kannst du in jeder schottische Distillerie machen. Der ist nicht so besonders. Das war meine Enttäuschung. Ich habe gedacht, wow. Und dann, als endlich der Kilbeggan Rye kam, dachte ich, Distillery-Charakter. Also das war sowas von krass, dass er so ähnlich war. Obwohl der Rye irgendwie 40 oder 30% Roggen drin hatte. Hier, der Kilbeggan 7 Jahre alt war, dann 100% gemälzte Gerste. Also, aber die schmeckten fast identisch. Nur eine war fast stärker, der andere nicht. Also, So, Flaschen habt ihr gesehen. Nochmal jetzt die Liste. Number 10, Jameson Bow Street, 18 Jahre alte Cask Strength. Ich ärgere mich noch heute darüber. Nummer 9, Brothership, 10 Jahre alte, ein American Irish Blend. Abgefüllt in Philadelphia. Ist kein Irish Whisky, Leute. Nummer 8, West Cork, 10 Jahre alt. Hohe Erwartung gehabt, bitter enttäuscht. Nummer 8, DWD Heritage, Dublin Whisky Distillery, Irish Whisky. Hört auf, diese Trademarks zu klauen. Das finde ich doof. Nummer 6, Slane Triple Cask Whisky. Ein schlechter Whisky kann man nicht besser machen, indem man es in noch schlechtere Fässer reintun. So war mein Gefühl dabei, bei den dreifachen Fassabfüllungen her. Also, Nummer 5, Teeling White Burgundy. Irgendwie hat der Niederlande ein schlechter Single Cask abbekommen. Sorry, Leute. So, Nummer 4, Tullamoondoo, Cider Creek, Cider Cask Finish. Cidre gehört nicht in meinen Whiskys. Nummer 3, Hyde Number 7, President's Cask 1893. Absolut nicht meine Welt. Die Flasche habe ich nochmal hier. Also, was steht da drauf nochmal hier? Einfach mal ein Single Malt, Irish Single Malt, Sherry Cask Matured. Genau, der Sherry Cask kam gar nicht so richtig durch, wie ich es gerne hätte. Nummer 2, Teeling Chestnut. Experiment misslungen. So einfach. Und Nummer 1, Kilbeggan, 7 Jahre alte Single Malt, Distillery Only. Die muss noch lernen.
Also die Distillery hoffentlich bringt bessere Sachen in der Zukunft raus. Aber momentan bin ich ein kleines bisschen an Zweifeln, denn deren Kilbeggan Rye, den die dort destilliert hatten, war nicht viel besser. Also, man merkt einige Experimente, einige Enttäuschungen, einiges wird einfach mal probiert und wird da gemacht bei Irish Whiskey, was mir einfach nicht gefällt. Naja, so ist das. Aber ich habe ganz schön viel Irish Whiskey auch dieses Jahr verkostet. Ich war auch in Irland. Ich habe dann dort, ich glaube, 14, 18 Flaschen mitgebracht aus Irland. Da waren ein paar Sachen dabei, wo ich gedacht hätte, die hätte auf jeden Fall das geschafft, auf die Liste zu kommen. Für eine Top 18 nicht, aber auf jeden Fall nicht auf der schlechtesten 18. Also von daher 18, das schlechtesten 10 Whiskys aus dem Jahr 2018. Irish Whiskey, da tut sich viel, also ich bin gespannt, was sich weiter dahin tun wird. Also bitte, bitte, bitte meine Bourbons, American und Rye Whiskys, Flops und Tops anschauen, Irish Tops auch noch anschauen, nicht nur diese Flops, meine Scotch 10 Flops und Tops und auch meine Welt-Whiskys, meine Flops und Tops. Also insgesamt denn dort, wow, ganz schön viele Whiskys habe ich denn da, 80 verschiedene Whiskys zusammengetan, die ich heute und morgen und vielleicht sogar übermorgen mit euch hier bewerte. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann. Tschüss.